Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch ein paar schöne, einfache Muster. Werden sie ähnlich gestrickt, schauen zwar unterschiedlich aus, werden aber praktisch auf die gleiche Art und Weise gestrickt. Kann ich mir sehr gut sowohl für Jacken und Pullis als auch zum Beispiel für Wohnaccessoires wie Kissenbezüge oder aber auch für Mützen vorstellen. Also schauen, das ist das erste Muster, was wir stricken, und das ist das zweite Muster. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Ich habe bereits ein paar Reihenmuster gestrickt, so schaut das Muster aus. Rapport besteht hier, oder Mustersatz, je nachdem, aus 6 Maschen plus 4 Maschen und plus 2 Randmaschen. Das heißt, ich habe 6 plus 6 sind 12 Maschen, plus 4 Maschen sind 16, plus 2 Randmaschen sind 18 Maschen. Für dieses Probestück habe ich angeschlagen. So, und wir wiederholen hier bloß nur 2 Reihen. Ein sehr, sehr einfaches Muster, finde ich. Also wir stricken jetzt die erste Reihe, und zwar die Randmasche hebe ich ab. So, jetzt stricke ich 4 Maschen links und 2 Maschen rechts. Das ist Mustersatz für diese Reihe, das heißt 4 Maschen links, 2 Maschen rechts. Und am Ende der Reihe stricke ich auch 4 Maschen links. Und hier die letzte Masche stricke ich immer rechts. Man kann diese auch links stricken, so wie man gewohnt ist. So, jetzt wende ich. Dann stricken wir die zweite Reihe. Die Randmasche hebe ich ab, und zwar ich habe die letzte Masche rechts gestrickt. Deswegen hebe ich die Masche so ab, dass ich den Faden vor der Arbeit lege und erst dann die Randmasche abhebe. Wenn man die Masche links strickt, die letzte, dann bleibt der Faden hinter der Arbeit. So, jetzt stricke ich 4 Maschen rechts. So, jetzt mache ich einen Umschlag, und zwar den Umschlag mache ich so, dass ich den so zu mir hole. Nicht von hinten, sondern so von vorne sofort. So hole ich mir den Umschlag, und jetzt stricke ich 2 Maschen links. Und jetzt ziehe ich mir den Umschlag über beide linken Maschen so durch. So, jetzt 4 Maschen rechts. Jetzt wiederholen wir mit dem Umschlag. Also Umschlag sofort hin von vorne, also zu mir hinlegen. Und jetzt stricke ich 2 Maschen links. Und jetzt ziehe ich mir den Umschlag über beide Maschen. So lege ich das um. Und 4 Maschen rechts. So, das ist eigentlich schon auch unser Muster. Wir wiederholen das Ganze. So schaut es dann aus. So, jetzt stricken wir wieder alles nach Muster. Die Randmasche hebe ich ab. Und jetzt stricke ich 4 Maschen links, 2 Maschen rechts. Das sind die 2 Maschen. Mit dem Umschlag 2 rechte Maschen, die stricken wir rechts. 4 Maschen links, 2 Maschen rechts und so weiter. Und die restlichen 4 Maschen links, und die Randmasche stricke ich immer rechts. Und jetzt stricken wir nochmal zusammen noch eine Reihe. Also die Randmasche hebe ich ab. Und stricke ich 4 Maschen rechts. Nochmal den Umschlag sofort von vorne. 2 Maschen
links und den Umschlag so drüber ziehen. So, 4 Maschen rechts, ein Umschlag, 2 Maschen links, den Umschlag ziehe ich mir über beide Maschen und 4 Maschen rechts. Und die Randmasche stricke ich auch rechts. So, also so schaut unser Muster aus. Man kann es natürlich auch anders anordnen, zum Beispiel wenn man hier weniger linke Maschen strickt oder umgekehrt mehr linken Maschen dazwischen strickt. Aber so schaut das Muster dann aus. So, dann stricken wir noch ein zweites, sehr ähnliches Muster. Schaut auch ähnlich aus. Für das zweite Muster habe ich bereits Maschen angeschlagen. Also Mustersatz besteht hier aus 4 Maschen. Das heißt, 5 mal 4 habe ich 20 Maschen für das Muster angeschlagen. So, und jetzt stricke ich hier, also die Randmasche hebe ich ab. Und stricke ich 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts. Das ist der Mustersatz oder Rapport für diese Reihe. So stricken wir dann im Wechsel weiter. 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts und am Ende der Reihe stricke ich 2 Maschen links und die Randmasche stricke ich rechts. Auch da kann man die Randmasche entweder links oder rechts stricken, so wie man gewohnt ist. So, die zweite und die dritte Reihe stricke ich alles nach Muster. Also die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. 2 rechts, 2 links und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Und ich wollte bloß nur nochmal Bescheid geben, also ich stricke hier keine verkreuzten Maschen, das sind bloß nur unterschiedliche Stricktechniken. Ich habe bereits schon ein Video darüber gedreht. Also das sind ganz normale rechte Maschen, keine verkreuzten. So, und jetzt wende ich und stricke noch eine Reihe, alles nach Muster. Also die Randmasche hebe ich wieder ab und stricke ich 2 Maschen links, 2 Maschen rechts und so weiter. Und jetzt stricken wir die vierte Reihe, praktisch genauso wie wir schon beim ersten Muster gestrickt haben. Also die Randmasche hebe ich ab und stricke ich 2 Maschen rechts. Jetzt mache ich einen Umschlag, also zu mir, dann 2 Maschen links. Jetzt hebe ich mir diesen Umschlag über beide linke Maschen. 2 Maschen rechts. Ein Umschlag, also zu mir hin, 2 Maschen links und dann den Umschlag einmal so über die beiden Maschen ziehen. 2 Maschen rechts. Umschlag zu mir, 2 Maschen links und den Umschlag rüberziehen. Das Ganze wiederholen wir, bis wir am Ende der Reihe sind. So, und am Ende der Reihe stricke ich 2 Maschen rechts und die Randmasche stricke ich rechts. So schaut es auf der Seite aus. Das ist dann die rechte Seite.
schaut es auf der Seite aus. Und jetzt stricken wir 3 Reihen, alles nach Muster. Also die Randmasche hebe ich ab. Dann stricke ich 2 Maschen links. Das sind die 2 Maschen, wo wir mit dem Umschlag gearbeitet haben. Die stricken wir rechts. 2 Maschen links. Und die 2 Maschen stricken wir rechts. 2 links. 2 rechts und so weiter. Schaut die Reihe dann aus und jetzt wende ich und stricke noch, wie gesagt, 2 weitere Reihen, alles nach Muster. 2 rechts, 2 links und so weiter. Dann stricken wir nochmal eine Reihe und dann sehen wir uns nochmal. Also ich habe jetzt 3 Reihen nach Muster gestrickt, so schaut es aus. Und die 4. Reihe stricken wir wieder die Reihe mit den Umschlägen. Und diese Reihe stricken wir immer auf der linken Seite. Also die Randmasche hebe ich ab, 2 Maschen rechts. Jetzt hole ich mir einen Umschlag und stricke 2 Maschen links. Und jetzt hebe ich mir den Umschlag so über die beiden Maschen. 2 Maschen rechts, ein Umschlag, 2 Maschen links, den Umschlag so rüberziehen. Und so stricken wir dann das Muster weiter. Einmal eine Reihe mit den Umschlägen und dann 3 Reihen alles nach Muster stricken. Also wie gesagt, die 1. bis 4. Reihe wiederholen wir dann praktisch. So, noch einmal einen Umschlag. So, jetzt wende ich noch einmal. So schaut das Muster aus. Also, ich wünsche euch dann viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.